Hallo, heute möchten wir zeigen, wie Sie ein externes Bedienfeld mit Potentiometer und Links-Rechts-Laufschalter an Ihrem LSS100 anschließen können. Zusätzlich erklären wir dazu, wie man die Ausgangsfrequenz am Frequenzumrichter über 50 Hz erhöhen kann. In unserem ersten Video zu dem LSS100 haben wir demonstriert, wie die Grundparameter zur Inbetriebnahme eingestellt werden. Die Schritte hierfür sowie die folgenden können Sie auch in unserer Kurzanleitung nachlesen. Ein Link hierfür befindet sich in der Videobeschreibung. Beginnen wir nun damit, wie Sie das Bedienfeld an dem FU anschließen. Als erstes klemmen wir das Potentiometer an. Die Abdeckung des Umrichters wird entfernt und wir sehen die benötigten Anschlüsse VR, V1 und CM. Hier werden die Adern 1, 2 und 3 eingeschlossen. Es wird jetzt die Ader 1 an den Anschluss VR geklemmt, dann die Ader 2 an V1 und 3 an CM. Hier sehen Sie, wie die Drähte am Pot hier aufgelegt wurden. Als nächstes wird der Drehrichtungsschalter angeschlossen. Dieser wird an P2, CM und P1 angeklemmt. Hier werden jetzt die restlichen Adern 4, 5 und 6 angeschlossen. Die Ader 4 wird an P2 befestigt, die Ader 5 an CM und die Ader 6 an P1. Hier sehen Sie die Verdrahtung am Drehrichtungsschalter. Sind diese Schritte erledigt, kann das Gehäuse wieder verschlossen werden. Um das Bedienfeld zu aktivieren, müssen jetzt noch zwei Einstellungen am Frequenzumrichter getätigt werden. Wir navigieren am Display des FUs zu dem Parameter FRQ, indem wir viermal die Oben-Taste betätigen. Wir bestätigen mit Enter und sehen den Wert 1. Diesen ändern wir nun zu einer 2. Die Eingabe wird gespeichert, indem wir zweimal Enter drücken. Zurück zum Startdisplay kommen wir durch das Betätigen der Escape-Taste. Jetzt gehen wir zu DRV. Wir drücken dreimal die Oben-Taste und öffnen den Parameter mit Enter. Hier geben wir nun den Wert 1 ein. Danach drücken wir wieder zweimal Enter, um die Eingabe zu speichern und kehren über die Escape-Taste zurück. Nach dieser kurzen Einstellung ist das Potentiometer und der Links-Rechts-Laufschalter des Bedienfeldes schon funktionsfähig. Nach der Grundparametrierung des Frequenzumrichters ist die Ausgangsfrequenz auf 50 Hz begrenzt. Nun möchten wir Ihnen noch zeigen, wie sich diese Begrenzung erhöhen lässt. Hierzu werden 4 Parameter am Display des Umrichters eingestellt. In unserem Beispiel nehmen wir 70 Hz. Als erstes gehen wir zu DR20, indem wir einmal nach rechts und 11-mal nach oben navigieren. Wir öffnen die Einstellung mit Enter und sehen den Wert 50. Diesen Wert müssen Sie nun zu Ihrer gewünschten Ausgangsfrequenzbegrenzung umändern. Wir drücken wieder zweimal die Enter-Taste und einmal Escape, um zu speichern und um zurückzugelangen. Als nächstes drücken wir dreimal die Rechts- und 12-mal die Oben-Taste, um zu AD24 zu kommen. Wir öffnen die Einstellung wieder mit Enter und sehen dort eine 0. Diese ändern wir nun zu einer 1. Wir drücken jetzt zweimal Enter und zweimal die Oben-Taste und sind direkt bei AD26. Mit Enter öffnen wir die Einstellung und ändern auch hier die 50 zu unserem gewünschten Wert. Wir speichern die Eingabe mit zweimal Enter und kehren über die Escape-Taste zurück. Als letztes navigieren wir zu IN1, indem wir 5-mal die Rechts- und einmal die Oben-Taste drücken. Wir öffnen mit Enter und ändern ein letztes Mal die angezeigte 50 zu unserem gewünschten Wert um. Jetzt noch zweimal Enter drücken, um zu speichern und einmal Escape, um zur Startanzeige zurückzukehren. Nach diesen Einstellungen ist es Ihrem Umrichter nun möglich, die Ausgangsfrequenz von 50 Hz zu beschreiten.